So, ich bin jetzt unten angekommen, aber die Alster sieht hier ziemlich verwachsen aus. Also ich muss mal sehen, ob das überhaupt klappen kann. Ich versuche es einfach und dann werde ich es ja sehen. Ich zeige euch mal da unten, wie zugewachsen die Alster da ist. So, ich habe es geschafft. Das Boot ist aufgeblasen und alles vorbereitet und jetzt geht's rein ins Wasser. Ich zeige euch nochmal das fertige Boot. Also das ist ja ein sogenanntes Bellyboot, das ist für Angler. Und der Angler hat dann sozusagen eine Warthose an, beziehungsweise eine Anglerhose. Das ist so, das habe ich jetzt schon an hier, das ist so ein Ding. Und das Schöne ist, da kann ich jetzt durch die Brennnesseln da, ne? Ich zeige euch das da mal. Das könnte man jetzt mit der normalen Paddelausrüstung hier nicht machen, ne? Das wäre furchtbar. So, ich kann das noch mal kurz zeigen, das Bellyboot ein bisschen näher zeigen. Also das ist jetzt hier, das ist eher, ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie so ein Sitz, also ein Sessel. Hier sitzt man dann, ne? Hier ist die Rückenlehne, hier habe ich meinen Rucksack reingepackt hinten. Hier sind noch ein paar Zusatztaschen für Anglerbedarf. Wobei ich bin jetzt kein Angler, ich habe mir das nur eben gekauft für den Zweck, um auf solchen kleinen Flüssen mal zu paddeln. Normalerweise hat der Angler dann auch kleine Ruder. Ich habe das aber hier mit dem normalen Doppelpaddel gemacht, weil das ist doch besser, wenn man sich so auf dem Wasser bewegt. Gerade auf solchen leicht fließenden kleinen Flüssen, da muss man eigentlich mit den Füßen voraus paddeln. Und wenn da jetzt, wenn ich rudern würde, würde ich ja immer rückwärts paddeln, das geht irgendwie dann nicht. Naja, und da habe ich mir jetzt auch noch extra so ein Wurfzelt gekauft, das ist dieses hier, das High Peak 2. Damit man schnell mal, auch wenn es regnet, dann einfach schnell mal das Zelt aufbauen. Das ist nicht immer so ein großer Akt, wenn man mal eine kleine Pause machen will oder so. So, dann geht's jetzt los. Dann schnappe ich mir jetzt das Boot und das muss ich jetzt irgendwie da ans Wasser kriegen. Wenn ich dann da unten bin, dann melde ich mich gleich wieder. So, ich bin jetzt hier auf dem Wasser angekommen. Und ich hatte erst gedacht, ich muss da außenrum vorbeigehen, aber da war das Dickicht noch schlimmer. Und hier habe ich dann gesehen, hier auf dieser anderen Seite der Alster kann man wahrscheinlich durchkommen. Deswegen bin ich dann doch jetzt ins Wasser gegangen. Ich zeige euch das mal hier. Also ich bin jetzt hier auf der Alster, in Anführungsstrichen. Das ist sie hier, Moment. So, und hier muss ich jetzt durch. Okay, dann melde ich mich später wieder. Bis dann. Achso, Moment. Ich wollte noch mal kurz zeigen, wie das jetzt ist hier mit Bellyboot und Angler und so. Also so sitzt man dann hier im Wasser. So. Der Angler hat dann noch so eine Art Schwimmflossen an den Füßen. Da kann er sich dann so ein bisschen von seiner Angelstelle zur Angelstelle paddeln. Oder eben mit richtigen Rudern dann. Ne? Gut, dann bis dann. Tschüss. So, das Gröbste habe ich jetzt hinter mir von dem Gestrüpp da eben. Das liegt da jetzt hinter mir. Ich zeige mal kurz. Und ich wollte kurz mal zeigen, also die Alster fließt hier doch recht angenehm, flott. Ne? Sozusagen, ich brauche nachher kaum paddeln. Ich zeige es mal. Also ich muss mich jetzt schon mit den Füßen am Grund festhalten hier, ne? Dass ich nicht vorwärts komme.
So, dann melde ich mich später mal wieder. So, ich lasse mich jetzt hier einfach treiben, ohne Paddeln. Das ist ganz angenehm. Na, da kommt schon die nächste Barriere. Da muss ich eben mal stoppen mit der Aufnahme. Tja, hier muss ich leider mal aus dem Wasser raussteigen. Habt ihr ja eben gesehen, da war absolut kein Durchkommen. Eine Birke komplett mit allen dicken Ästen. Ja. Das ist die reinste Barriere da. Ja gut, aber dahinter sieht es gut aus und vielleicht mache ich hier auch Mittagspause und koche mir erstmal eine Suppe. Kriege auch jetzt langsam Hunger. Okay, bis gleich. Jo, ich habe jetzt hier Mittagspause gemacht an der Stelle, wo ich wegen dieser schlimmen Birke da nochmal ans Ufer musste. Bei der Gelegenheit habe ich dann eben auch mache ich jetzt gerade Mittagspause. Ist auch ein schönes Plätzchen hier, ich zeige das mal. Da ist die Alster, da unten. Und da ist die Birke. Ja, und hier ist meine Suppe. Die habe ich mir auch schon gemacht. Okay, dann bis später.
Oh ja, es ist jetzt 16 Uhr. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin hier. Aber ich fahre einfach weiter und es ist doch, ich komme doch recht langsam voran. Also ich habe, glaube ich, jetzt gerade mal 2 Kilometer geschafft insgesamt, weil ich immer aufgehalten werde von irgendwelchen überhängenden Bäumen und Gebüsch. Aber hier wird die Alster jetzt scheinbar ein bisschen breiter. Aber ist ja sonst alles ganz angenehm. Ich werde jetzt gemütlich weiterfahren, bis ich dann irgendwo mal übernachte und morgen dann so weit wie ich komme. Ich kann ja noch mal kurz ein bisschen rum zeigen hier. Noch mal einen Blick aufs Boot werfen. Das Schöne ist ja, ich kann hier nach Belieben aufstehen, wenn es flach genug ist. Oh, da ist einer. Ich stehe hier im Wasser, ne, mit meiner Hose. Naja, ich fahre mal weiter, da hinten ist einer. Muss jetzt mit dem nicht unbedingt in Kontakt treten. Okay, tschüss. Hier ist jetzt ein Wehr und ein Anleger. Also ich nehme an, hier kann man jetzt mal so richtig auch mit dem richtigen Kanu die Alster befahren. Vorher, wo ich jetzt eben war, das war alles, da kann man nicht mit dem Kanu oder mit dem Kajak fahren. Ich zeige das mal hier gerade.
Das war gerade mal wieder eins von diesen Hindernissen. Ich wollte euch mal zeigen, wie das so ist. Sowas ist halt andauernd und vielfach noch viel schlimmer. Also der hier ging jetzt gerade noch, ne? Aber teilweise muss ich dann da aus dem Wasser steigen oder mich hinstellen und dann unter durchkrabbeln und all sowas. Naja, aber ist jetzt auch schon fast 18 Uhr. Dann werde ich so gleich mal meine Abendbrotspause machen und dann, also jetzt gucke ich dann erstmal, wo ich ein schönes Plätzchen finde. So, wunderbar. Jetzt hat sich hier vor mir plötzlich hinter der nächsten Biegung eine ganz tolle Ecke aufgetan. Da werde ich jetzt erstmal meine Abendbrotspause machen. Besser geht es eigentlich fast gar nicht. Ein bisschen mehr Sonne ginge, aber sonst ist es ja echt super. Hier kommt man gut an Land. Okay, dann werde ich jetzt hier mal mein Lager aufbauen. Guten Morgen. Hier habe ich übernachtet und es war mal wieder eine sehr anstrengende Nacht, also wenig geschlafen. Naja, aber jetzt geht's weiter. Okay, bis dann. So, jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt mein Boot wieder am Wasser. Ich zeige das mal kurz. So, und von da hinten bin ich gekommen. Und da geht es jetzt weiter. Also mit anderen Worten, Moment. Mit anderen Worten, das ist eine ganz schön anstrengende Tour hier. Man muss sich ständig durch Dickicht und Unterholz schlagen. Deswegen also empfehlen kann ich die Tour nicht. Das ist einfach zu viel Bewuchs hier. Man muss sich da im Grunde genommen vorher nochmal genauer informieren, wenn man so eine Tour vorhat, wie stark das bewachsen ist. Das ist sonst einfach, macht irgendwie keinen Spaß. Das kann man mal so einen Nachmittag machen, aber dann reicht einem das auch. Naja, jetzt mache ich das noch zu Ende also was heißt zu Ende? Meine nächstmögliche Ausstiegsmöglichkeit ist da hinten bei Gut Wulkswede, heißt das. Das ist ein ganz netter Punkt. Die haben da auch so eine Art Zoo und da ist dann auch eine Bushaltestelle. Von da aus fahre ich dann zurück. Okay, dann zwischendurch melde ich mich nochmal und wenn ich dort bin, melde ich mich auch nochmal. Okay, bis dann. Tschüss. So, ich habe jetzt hier ein kleines Päuschen gemacht, was gegessen, gefrühstückt vorhin habe ich ja nicht. Und ich habe hier ein nettes Plätzchen gefunden. Ich zeige das nochmal kurz. Oh, da ist ein Schmetterling, ein gelber, Zitronenfalter. Sieht man ja auch selten. Ja, und darum geht es jetzt hier weiter.